In diesem Video stellen wir Ihnen unser Add-in vor, welches die Serienbrief-Funktion von Word erweitert. Standardmäßig können wir die Serienbriefe drucken oder in einer einzigen PDF-Datei zusammenfassen. Sollen die Serienbriefe jedoch etwa per E-Mail zugestellt werden, so werden einzelne PDF-Dateien benötigt. Wir zeigen Ihnen, wie einfach sich dies mit Hilfe unseres Add-ins umsetzen lässt. In unserem Beispiel wollen wir einige Rechnungen als PDF per E-Mail versenden. Als Grundlage verwenden wir eine Excel-Liste, die einige typische Spalten und Beispieldaten enthält. Mit einer Spalte Versand wollen wir nachhalten und filtern, wer bereits eine Rechnung erhalten hat, sodass wir keine Rechnung versehentlich mehrmals verschicken. Indem wir auch hier die E-Mail-Adressen hinterlegen, können wir nachher einen reibungslosen Versand per E-Mail gewährleisten. Wir öffnen nun unser Word-Dokument, in dem wir bereits unseren Serienbrief erzeugt und mit unserer Tabelle verknüpft haben. Im Reiter Sendung klicken wir nun in der Gruppe PDF, die durch unser Add-in hinzugefügt wird, auf PDF-Dateien erzeugen, um den Assistenten für die PDF-Erstellung zu starten. Hier sehen wir zunächst einen Überblick über die mit dem Serienbrief verknüpfte Datenquelle. Wir können nun auswählen, ob nur aus bestimmten Datensätzen PDFs erzeugt werden sollen oder aus allen Datensätzen der Tabelle. Wir wählen den Ausgabeordner aus, in unserem Fall den Rechnungsordner, und geben an, nach welchem Schema die individuellen Dateinamen erzeugt werden sollen. Hier können wir die entsprechenden Spaltennamen in Spitzenklammern als zu ersetzende Platzhalter verwenden. Alle Platzhalternamen müssen mit Spaltennamen exakt übereinstimmen und dürfen keine ungültigen Sonderzeichen beinhalten. Wir können auch das Verhalten für bereits existierende Dateien festlegen. Da wir unsere Dateien mit unserem Add-in Serienmail versenden wollen, klicken wir an, dass auch die benötigte Arbeitsmappe automatisch generiert wird. Wir können auswählen, welche der Felder auch in diese Arbeitsmappe übernommen werden sollen. Benötigt wird in jedem Fall die E-Mail-Spalte. Sobald alle Einstellungen zu unserer Zufriedenheit sind, klicken wir auf Starten. Nach kurzer Zeit erhalten wir entsprechendes Feedback im Hinweisfeld und unsere Serienmail-Arbeitsmappe wird automatisch geöffnet und enthält auch die entsprechenden Dateipfade. Wir finden nun im Rechnungsordner die individuellen PDF-Dateien, von denen jede wie gewünscht nur einen Datensatz enthält. Sie können die Dateien nun per E-Mail an die Empfänger versenden. Sollten Sie kein Programm besitzen, das die individuellen Dateien an die Empfänger verschickt, empfehlen wir Ihnen, sich unser bereits erwähntes Outlook-Add-in Serienmail anzuschauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen über die Kommentarfunktion und über unsere Internetseite selbstverständlich zur Verfügung.